Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir wollen jetzt da mal hinlaufen zum Journalisten, war das, glaube ich. In der Richard Nessercourt und Clayton Derby. Lass mich ran. You again? What do you want this time? Die kennen wir doch. Okay, das ist Patterson. Das ist der Herr Patterson. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Ja. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Naja, Selbstvertrauen, der sitzt da in der Bude und ist ängstlich. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Okay, ja. Verständlich. Goodbye, Mr. Peterson. Aber er hat seine Mutter halt auch verloren, der Junge. So. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Das ist Louis. Habe ich auch über neue Fragen. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Okay, ein weiterer Gangster. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Trauern ist niemals leicht. Verzweiflung kann ein Gift sein. Er ist bloß ein Feigling. Feigling ist er nicht wirklich. Er ist verzweifelt und ist am Trauern, denke ich. Also würde ich eher eins von den beiden sagen. Verzweiflung kann natürlich ein Gift sein. Du kommst halt meistens aus der Verzweiflung nicht raus. Trauern ist auch nicht leicht. Ich würde sagen, Verzweiflung kann ein Gift sein. Excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Und nicht so gerade die beste Überlegung, was ich da genommen habe, aber... What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Ja, dieser Ort ist auch nicht gerade so berauschend, würde ich sagen. Oh, das haben wir alles. Können nur noch handeln mit ihm, aber für uns hat er nichts Interessantes. Oder zumindest ich weiß noch nicht, was wir überhaupt benötigen.
Wir müssen mal demnächst mal gucken. Oh, it's hard to believe, but this district has always been wretched. Wen haben wir denn da? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. I'll gladly Man help kennt if I'm uns. able, sir. Erstmal keine Why are Zeitung. the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Es ist eigentlich logisch, ja, aber es ist eine Schande, dass halt da niemand drüber berichtet. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Keine Have you Angst. any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Es ist nicht bloß eine Epidemie. Bin jetzt nicht halt verunsichern noch. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Ja. Was tun Sie nach Sonnenuntergang hier? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Sie riskieren ihr Leben für die Wahrheit? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite Sie interessieren honorable. sich für das Volk. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Ja, er möchte auch nur seine Geschichte halt verkaufen. Wie jeder Reporter. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ja. Frauenwahlrecht ist halt auch wieder so eine Sache. Gab es, glaube ich, da zu diesem Zeitpunkt, wo es jetzt gerade I steht, noch heard you're nicht. investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Das ist vertraulich. Interessiere mich für das Gesundheitswesen. Meine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Nee, das will ich jetzt nicht so sagen. Ich interessiere mich für das I'm a Gesundheitswesen. doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Okay, er hat keine Verwandten? He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Hinter der Kirche, okay. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him,
but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Okay. Auch mal interessant, so Ablenkung zu schaffen, mit einem Brief hinzugehen und einfach zerreißen, so vor den Journalisten. Ja, du tanzt richtig toll. Mach weiter. Du schaffst das. Los. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Es steht schlecht What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich glaube nur an Fakten. Oder ich höre. Ich würde sagen, ich höre. Einfach nur, um einfach die Aufmerksamkeit ihnen zu geben. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Die Lakaien der Hölle. Was ist Ihr Plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Okay. Wie genau wird er die Stadt reinigen? What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. So will er die Stadt anzünden? Ja, wir leben im 20. Jahrhundert, doch wo ziehen sie die Grenzen? Ja, es ist schwer, es ist ein Gläubiger, der was halt gerade vor mir steht. Doch wo ziehen sie die Grenzen? Ich weiß nicht, wie der das wieder rüberbringt. Es könnte auch wieder so ein Akt von, wie nennt man das? Anschuldigung wieder sein. Und das kann auch natürlich komplett falsch rüberkommen. Und das, ja, ich weiß nicht, ob er da wirklich dran glaubt, an der Wissenschaft. Er glaubt eher an Gott und die Welt, aber nicht an Wissenschaft. Also würde ich eins von den beiden sagen, da wir ja eigentlich mehr von ihnen erfahren wollen. Würde sagen, doch wo ziehen sie die Grenzen? Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince klar, das kommt irgendwie komisch rüber. to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Okay.
What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Das hatten wir alles schon, ne? Ich höre. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me... What do you mean? The beast is... Ja, das hatten wir schon. Was ist Ihr Plan? I have heard enough. Goodbye. Ja. Ich höre, das reicht ja schon, ne? Mach keiner auf. Wenn du den Fahrer suchst, ne, der steht hinter dir. Klopft er erstmal da wild an der Tür. Aber irgendwie war mir das klar, dass er das wieder komisch rüberbringt. Aber wir haben einen weiteren Hinweis dadurch erhalten. Das ist eigentlich auch unser Ziel, Hinweise zu sammeln. Wir wollen ja die komplette Geschichte erfahren. So. Klatschen wir die mal eben einfach weg, ne? Und das ist niemandem aufgefallen, dass das hier hinter der Kirche passiert, diese Skrulls. Mag ich hier irgendwie zu bezweifeln. Bleiben Sie zu Hause. Influenza, häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Ja, selbst der Junge hat ja Angst. Aber nicht vor der Grippe, sondern eher von den Monstern. Die Skrulls, die Vampyre. Aber er möchte halt die komplette Stadt verbrennen, oder was hat der vor, der Typ? Der Fahrer. Ist ja wieder mal typisch für solche Leute. Naja, wir müssen alles verbrennen. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Erstmal die Frage wieder hier über das Leben in London von den Herren. Was tun Sie denn nachts? What you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Hat er denn keine Angst vor der Epidemie? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Also ja, wieder halt so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Gedanken über die Lage in What are your London. thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the
Death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Einzigartige Sichtweise? Na. Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit. Eine einzigartige Sichtweise, ja. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Es ist ja sehr riskant. Wer hilft Ihnen, wenn Sie in Gefahr geraten? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Oh, das ist auch nicht nett. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Aber er hat noch den Glauben an der Medizin. Ein netter Herr. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Können Sie mir ein Beispiel geben? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. Aha. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Camellia, seine die mag er anscheinend sehr. Hat er Angst, die Wahrheit über sie herauszufinden? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Sie kennen sie nicht? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Können Sie mir ein In what Beispiel noch way geben? exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about. And that's what Whitechapel is made of. Okay. Dann, ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Darius Peter. Erstmal über Dorothy. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Okay, er hat noch nie von Dorothy gehört. Bestimmt What can unter you tell anderen me about Namen. an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Das wird alles noch interessant. Was mir jetzt gerade mal so einfällt, wir hatten ja noch einen Dialog bei dem Pfarrer. Da können wir auch gleich nochmal hinterher gehen. Aber wir gucken uns hier noch einmal um.
Gehen einmal noch von dieser Seite raus. Werden da bestimmt auch noch mal auf irgendwas stoßen. Hier waren wir schon mal hinten. Ist doch genau die Seite, wovon wir das erste Mal reingegangen sind. Egal. Ja, jetzt können wir natürlich unsere Vampirfähigkeiten nicht mehr benutzen, weil wir... Ja, du auch mit deinem Horror. Good evening, Mr. Whittaker. It's far Er from macht mehr Horrorgeschichten als alles andere. So, I So, ich wollte noch mal was wissen. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? all scientists are entangled in a world of core. Quite a judgmental opinion, if... But you are seeking answers, aren't you? Ich glaube nur an Fakten. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Das haben wir dann auch. Do you know Nurse... I don't like the liberal ideas of... Deshalb hassen sie Schwester Dorothy. Sie mögen keine Krankenschwestern? Ja, eigentlich, warte mal, ich muss nochmal zurückgehen. Ich will den kompletten Dialog nochmal euch Do you know Nurse Dorothy geben. Crane from the Pembroke Hospital? Bin da ein bisschen zu schnell durchgegangen. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Sie mögen keine Krankenschwestern? So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they Klar. have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Oh, wir finden immer mehr über der Dorothy raus. Sie hat verschiedene Namen. Have you any friends? Any family left in these... Dann hat sie auch noch eine schlimme Vergangenheit anscheinend. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Und ich weiß jetzt auch, wo die ganzen Medikamente aus dem Krankenhaus hin sind. Dorothy hat die mitgenommen, natürlich. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. So, dann haben wir auch die Dialoge einmal durch. Persönliche Fragen hatten wir gerade. Leben in London sind wir auch durch. I have heard enough. Haben wir eigentlich erstmal genug von ihnen gehört. In die Kirche übrigens will ich gar nicht erst rein. Ich glaube, das wäre gar nicht so vom Vorteil für uns. Das würde, glaube ich, gar nicht so gut ausgehen. Aber ich finde es immer noch cool, du kannst hier halt rumlaufen und Sachen looten. Zwar ist man halt ein bisschen begrenzt in der Welt, aber trotzdem kann man das halt als Open-World-Spiel bezeichnen, da man ja in dieser Welt, was es ja ist, komplett frei sich bewegen kann. Auch wenn halt zwischenzeitlich mal Leute im Weg stehen. So, ich soll den Briefkasten suchen. Ist ja ganz einfach zu finden. Douglas Petersons Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Diese Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch, töricht, wenn ihr meinen Kindern noch in einem Land lebt, das von Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit.
Dieser Krieg will ich trotz meinem fortgeschrittenen Alter führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder. Bevor ich sterbe, seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer euch ewig liebender Vater, Darius Retescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to leave. Ein Geheimnis, womit man auf jeden Fall, glaube ich, bei ihnen eintreten darf. Hey, 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 hey. Wer sind Sie? Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Sie redet nicht. Ich wusste, es ist Camelia. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camelia. Very well. Ah, schade. Wir kommen halt bei ihr nicht weiter. Sie kam auch gerade nicht weiter. Sie wollte gegen Tischl rennen. Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für ein kostenloses medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Es ist wieder halt das gleiche von Dorothy, ne? Hey, Camelia. Hello again, miss. Camelia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Kann sie denn keine Zeichensprache? Na gut, wir haben eigentlich alles, was wir wissen. In den Bereich arbeitet sie mit Richard Nethercott. Das ist ja ihr Verehrer. Oder er verehrt sie. Und Darius. Um ehrlich zu sein, eigentlich könnte ich die Dame aussaugen. Es würde halt niemanden wirklich stören, wenn sie fehlt. Very well. Goodbye then. Um es ganz nett zu sagen. Möchten Sie mehr wissen? Ihre Armee braucht Sie. Treten Sie noch heute bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro. Es war wieder klar. Diese Sachen, die stehen ja immer wieder hier. Der Krieg, der Krieg, der Krieg. Was wäre die Menschheit nur ohne den Krieg, ne? Ach, noch ein Blumenstrauß. Wo auch wieder ein Gutschein ist. Die Dame hier, die verteilt die anscheinend Gutscheine. Schön bei frischer Tat ertappt hier, ne? Hello again, miss. Kann ich würde gerne halt ein bisschen mehr über ihr erfahren, aber sie redet ja, nee. Very well. Goodbye then. Schade. Aber hinter jedem Blumenstrauß wird jetzt so ein Gutschein halt stecken. Auf jeden Fall zumindest hier in der Gegend.
Naja, wollen wir mal Richtung Haus gehen. Hat jemand gehustet? Hab's gehört. So, aber wir haben halt immer mehr Informationen zu den Leuten. Aber ich würde sagen, wie es ab hier weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Folge klären. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.